Hallo und herzlich willkommen beim PA Hub. Mein Name ist Andi und heute geht es weiter mit der Folge Was ist Phase aus meiner mehrteiligen Videoreihe zum Thema PA-Einmessen mit Open Sound Meter. Nachdem wir uns im letzten Teil schon mit den Grundlagen im Bereich Frequenzen, Schall und Abstrahlung beschäftigt haben, wollen wir uns heute weiter mit dem theoretischen Teil der Phase beschäftigen. Hierbei geht es überwiegend um das Phasendiagramm, das Phasenrad und am Ende des Tages auch für die Praxisrelevanz. Was macht die Phase eigentlich in eurem System? Warum ist es so wichtig, diese zu verstehen, analysieren und lesen zu können? Und dafür müssen wir zuerst mal noch mal ein bisschen mit dem vorigen Kapitel aufräumen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier an der Stelle nochmal, da das elementar ist, um den zweiten Teil hier zu verstehen zu können. Ja, über die Phase seid ihr bestimmt schon mal gestolpert, wenn ihr euch mit Akustik und mit PA-Anlagen beschäftigt habt. Wenn es euch so geht wie mir in den letzten Jahren, dann werdet ihr wahrscheinlich ähnliche Probleme damit gehabt haben, diese zu verstehen, zu verlesen, da das nicht sofort greifbar ist. Und ich dachte mir, ich versuche das mal so zu erklären, wie man es mir am besten mal erklärt hätte und das mit möglichst vielen anschaulichen Beispielen zu visualisieren. Aber dazu müssen wir uns zuerst nochmal anschauen, was war eine harmonische Schwingung. Das hatten wir uns im ersten Teil angeguckt. Und zwar ist jede Frequenz, die wir im Audiobereich hören, eine harmonische Schwingung, die aus einer Amplitude und einer Periodendauer in Sekunden besteht. Das heißt, vom Hochton bis zum Bassbereich haben wir unterschiedlich verschieden lange Periodendauern und Amplituden, wie hier unten zu sehen. Und wenn ihr verstehen wollt, was diese Amplituden und das hier abgebildete Phasendiagramm miteinander zu tun haben, dann müssen wir uns im nächsten Beispiel mal genau angucken, was für verschiedene Frequenzen welche Wellenlängen haben und welche Perioden dauern, da das elementar mit der Phase auch zusammenhängt, um verstehen zu können, was diese genau macht. Und zwar erstreckt sich der Audiobereich ja von 20 Hertz im Bassbereich bis zu 20 Kilohertz oder 20.000 Hertz im Hochton. Und wir haben in diesem Bereich auch verschiedene Wellenlängen, die sich in diesem Falle von 17 Metern bei 20 Hertz bis hin zu 1,7 Zentimetern, also sehr kurzwellig, im Hochton verhalten. Und mit den drei Werten aus dem letzten Video, die ich mal aufgeschrieben hatte, 100 Hertz, 1000 Hertz und 10.000 Hertz, habt ihr drei so Ankerpunkte, von denen ihr aus mit Faktor 10 rechnen könnt, beziehungsweise diese durch 10 teilt, je nachdem wie lang die Wellenlänge und die Periodendauer damit ist. So, was hat denn jetzt in Summe die harmonische Schwingung mit der Phase zu tun? Das, was ihr in der Schwingung jedes Mal seht, ist ja ein Verlauf in der Zeit mit der Amplitude, der am Ende des Tages nichts anderes beschreibt als die Schwingung des Lautsprechers, also der Lautsprechermembran von einer Plus- zu einer Negativseite. Ich habe euch das Ganze hier mal in der Grafik eine Animation reingepackt, damit ihr das mal nachvollziehen könnt. Startet quasi an der Nulllage, also in der Ausgangslage, und von da aus geht dann die Amplitude bis zu 90 Grad hoch. Das ist quasi der maximale Ausschlag der Membran, also Xmax, bis hin zu 180 Grad. Dann ist diese wieder an der Stelle genau entgegengesetzt. Und ab dort verhält diese sich wieder rückwirkend in den Negativbereich rein, bis diese wieder 0, also die Ausgangslage, erreicht. Während dieser Kreisbewegung, die dort stattfindet, habt ihr den Phasenwinkel Phi und dieser wird konstant über die harmonische Schwingung auf der Zeitachse abgetragen, sodass ihr sofort erkennen könnt, dass dies gegenläufig, also gegen des Uhrzeigersinns passiert. Und dieser Phasenwinkel ist auch der Winkel, der für jede Frequenz, den ihr hören könnt, zu einer gewissen Zeit bei euch ankommt. Das heißt, wenn ein Signal abgegeben wird, Musik oder Töne, dann kommt ein verschiedener Winkel bei euch am Ohr an. So könnte man das ausdrücken. Das schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Wichtig an der Stelle ist eigentlich nur zu verstehen, dass während einer Schwingung es verschiedene Phasen gibt, denen das Signal durchläuft, bis es wieder bei seiner bei seiner Ausgangslage angekommen ist und in diesem Bereich von 0 bis 360 Grad quasi einmal eine Runde läuft, bis
ja, sowohl die positive als auch die negative Schwingung wieder ausgeführt worden ist. Gucken wir uns als nächstes mal das Phasenrad an, beziehungsweise was konstruktive und destruktive Interferenzen sind. Interferenzen habt ihr auch schon mal im Zusammenhang mit der Akustik wahrscheinlich gehört. Wir wollen in der Akustik versuchen, dass wir möglichst das Signal verstärken. Das heißt, wir wollen, so gut es geht, überall nur konstruktive Interferenzen in unserem System drin haben. Das heißt, ein oder mehrere Schallquellen sollen sich addieren, sodass wir halt mehr Kraft bzw. eine Dezibelerhöhung haben statt einem Dezibelverlust. Das Einzige, wo destruktive Interferenzen tatsächlich gewünscht sind, ist beim Bereich Richtwirkung von Busarrays. Das ist aber noch ein anderes Thema. Das hier ist aber schon die Grundlage, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar wollen wir, wenn ihr euch das Phasendiagramm anguckt, überwiegend im grünen Bereich arbeiten, weil die maximale Addition, die wir erzielen können, sind 6 dB, wenn wir wirklich beide Phasen bzw. beide Schallquellen im gleichen Frequenzbereich übereinander liegen haben, sodass diese sich 1:1 addieren können, also quasi Berg auf Bergspitze. Dann hätten wir in diesem Falle eine Addition von 6 dB oder eine Verdopplung. Umso mehr wir davon abweichen, also eine leichte Verschiebung haben, umso weniger Output bekommen wir bei der Addition. Also wenn wir hier in dem Bereich 45 Grad die Phase schon verschoben haben zwischen zwei Frequenzen von zwei unterschiedlichen Schallquellen, zum Beispiel Subwoofern, dann kann das schon dazu führen, dass wir hier nicht mehr 6 dB, sondern nur 5,3 Dezibel haben. Bei 90 Grad Delay seht ihr hier rechts sind es noch 3. Und das Ganze lässt sich ja an dem Diagramm ablesen. Wenn ich eine 180 Grad Phasenverschiebung habe, dann habe ich tatsächlich eine theoretische 100%ige Auslöschung. In der Praxis ist es meistens ein bisschen weniger, je nachdem, was man für Systeme man hat. Aber theoretisch wäre hier eine komplette Auslöschung, also eine Nullierung des Systems möglich. Und das wollen wir natürlich größtenteils vermeiden, denn wir wollen ja eine positive Addition haben. So, zusammenfassend lässt sich damit sagen, an der Stelle, wir wollen versuchen, dass bei uns am Ohr die Phasen bei allen Frequenzen möglichst zeitnah oder zeitgleich ankommen und nicht verschiedene Schallquellen zu unterschiedlichen Zeiten bei uns ankommen und sich damit mit Phasenproblemen Auslöschungen ergeben oder nicht die Addition, die wir gerne hätten. Das Phasendiagramm, wie ich euch das gerade gezeigt habe, hier findet ihr natürlich nicht 1:1 in Open Sound Meter wieder, wenn ihr dort die Phase messt in eurem System, sondern eine etwas andere Abbildung. Und zwar ist es das Phasendiagramm. Das könnt ihr euch dann so vorstellen, dass ihr auf der Mittelachse hier, auf der X-Achse, 0 Grad habt und dann nach oben auf der Y-Achse einmal die plus 180 Grad und nach unten die minus 180 Grad. Ihr könnt also so gesehen das Phasendiagramm einmal in der Mitte aufschneiden und dann den einen Teil nach unten bzw. nach oben klappen. Es gibt aber auch Abbildungen, seht ihr gleich auf der übernächsten Folie, wo das nicht mit plus und minus 180 Grad abgebildet ist, sondern tatsächlich von 0 bis 360 Grad einmal durchläuft. Womit ihr lieber arbeitet, das könnt ihr in den meisten Softwareabbildungen einstellen, ob ihr die Plus oder Minus und die durchlaufende 360 Grad Skalierung wünscht. Ich arbeite ganz gerne eigentlich mit dem Plus und Minus 180 Grad, da ich eigentlich mal versuchen möchte, ja im grünen Bereich zu sein. Ob ich jetzt ein bisschen davor oder ein bisschen dahinter bin, ist jetzt gar nicht so entscheidend. Genau, Hauptsache es addiert sich größtenteils und ich habe ein bisschen mehr Output als das, was ich mit einer Single-Quelle hätte. So, jetzt haben wir hier mal einen Phasenverlauf, ein Phasendiagramm, ein Open Sound Meter. Der wurde mal gemessen zwischen einem Bass- und einem Topteil, ein bisschen außerhalb der Achse vom Topteil. Und wie wir das Ganze jetzt lesen können an der Stelle, weil ihr seht jetzt hier mal so ein paar Linien, die laufen teilweise ein bisschen schräger, teilweise horizontal, dann steigen sie wieder an. Das ist alles so ein bisschen bucklig. Könnte im ersten Moment auch mal denken, dass es irgendwas wie ein Frequenzgang ist, der ein bisschen ausgeartet ist. Manchmal sehen sich die beiden Verläufe auch recht ähnlich, ist aber de facto nicht immer der Fall. Aber wie man den dann liest, das gucken wir uns jetzt auf der nächsten Folie mal an. Beziehungsweise wir wollen ja erstmal wissen, was zeigt uns das Diagramm eigentlich? Also was bildet dieses Diagramm für uns als Information ab? Also was kann ich damit anfangen? Dafür muss man erstmal wissen, dass ein Messsignal, was ich über die Software und über meine Soundkarte in das System reinschicke,
immer abgeglichen wird mit einem Referenzquelle. Diese Referenzquelle wird ja intern in der Software abgebildet, über die Soundcard, über sogenannten Loopback, dann auf die PA geschickt und dann wird abgeglichen, was für ein Signal kommt rein und was wird durch das System bis zu meinem Ohr, beziehungsweise in dem Falle bis zu meinem Messmikrofon, was für Abweichungen bildet das System ab durch die Raumakustik, durch den Lautsprecher, durch DSP-Einstellungen, also die gesamte Kette bis dorthin, bis es wieder an meinem Gehör ankommt. Je nachdem, wie weit mein Messmikrofon oder mein Ohr von der Anlage weg ist, bekomme ich zu diesem Zeitpunkt dort, wo ich stehe, auch unterschiedliche Phasengänge angezeigt. So, ich habe euch mal so ein Beispiel gemacht, also bei 100, 500, 250 und 4000 Hertz werdet ihr an dem Messpunkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Phasen erkennen. In dem Beispiel hier zum Beispiel bei 30 Millisekunden in 4 Meter Entfernung. Wenn ihr ein Stück weiter nach vorne und nach hinten geht, dann kann es sein, dass sich das ein bisschen anders verhält. Dadurch, dass Phasen aber ja in der harmonischen Schwingung ein wiederkehrender Prozess, also periodisch sind die Verhältnisse zueinander immer relativ gleich. So, das heißt, wenn ein Lautsprecher per se out auf Phase ist, dann wird er das 5 Meter weiter hinten theoretisch auch sein. So, das heißt, ihr braucht erstmal einen Bezugspunkt und dieser Bezugspunkt für euch ist, wenn ihr das Diagramm habt, eure Distanz bzw. den höchsten Peak an dem Messpunkt, den ihr habt. Und an diesem Peak wird genau geschaut, in dem Fall bei 30 Millisekunden, bei welcher Frequenz findet welche Phase gerade statt, also welcher Phasenwinkel, und den könnt ihr dann an diesem und nur an dieser Stelle, an dem Phasendiagramm, auch sauber ablesen. Wenn ihr dann das Phasendiagramm euch hier an der Stelle anguckt, dann ist für den Zeitpunkt, den ihr jetzt gewählt habt, also zum Beispiel für die 30 Millisekunden, habt ihr hier so 3 Grundregeln, die ihr beachten müsst, dass wenn ihr von links nach rechts, so wie auch lest, euch das Ganze anguckt, dann sind fallende Graphen, also alles, was nach unten läuft, kommen quasi später bei euch an. Das könnt ihr auch so ablesen daran. Alles, was dann relativ glatt ist, also zu euch zeigt, da sind die Frequenzen synchron, also kommen zeitgleich bei euch an. Und alles, was steigt, also von links nach rechts ansteigt, die kommen ein bisschen früher bei euch an. Und in dem Fall habt ihr halt einen Bereich, wo im Tiefmittelton das alles ein bisschen später ankommt bei euch am Messpunkt, zwischen 1 und 2 Kilohertz. Da kommt alles relativ zeitgleich an. Und alles, was darüber hinausgeht, so ab 3000 Kilohertz, die sind ein bisschen früher. Aber das ist erstmal das, was wir daraus lesen können. Kleine Faustformel an der Stelle ist, je mehr Steigung ihr habt, umso früher bzw. später kommen die Sachen an. Also eine sehr starke Steigung und ein sehr starkes Gefälle an der Stelle sorgt auch für ein spürbar stärkeres Delay im System. So, wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer anschauen, dann könnt ihr hier auf der X- und Y-Achse die Punkte ablesen, und an dem Punkt wäre es hier so, dass zum Beispiel bei 100 Hertz hätte ich eine 180 Grad Phasenverschiebung im Verhältnis zu dem Referenzpunkt, und bei 250 Hertz wären es nur 90 und bei 4000 Hertz wären es 315 Grad Phasenverschiebung. Also das heißt, die Wellen kommen alle zu unterschiedlichen Zeiten bei euch an, beziehungsweise jede Frequenz, die bei euch am Ohr ankommt, ist gerade in einer anderen Phase. Dadurch, dass ihr aber auch verschiedene Wellenlängen habt, im Bass bis hin zum Hochton, ist das auch ziemlich normal. Das heißt, ihr werdet so gut wie kein System finden, was einen komplett glatten Phasenverlauf hat. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten über sogenannte FIR-Filter, Phasen ziemlich linear oder glatt durchlaufen zu lassen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt auch noch ganz gut. Wo es schwierig wird, ist halt so alles, was im Tiefmittelton bis Bassbereich reingeht, da die Wellenlängen dort sehr, sehr lang sind und dementsprechend auch starke Verzögerungen stattfinden müssen, damit es bei euch, ich sag mal, zeitgleich am Ohr ankommt. Also, dass auf die Distanz, zum Beispiel jetzt 3 Meter, alle Frequenzen zum Beispiel im Phasenrad bei 0 oder bei 90 Grad bei euch ankommen würden.
Das wäre nur mit einem FIR-Filter möglich. Werdet ihr ja, bei manchen Herstellern sehen, dass es sowas gibt. Ist in der Praxis aber zumindest, wenn ihr messt, erstmal untypisch. Damit wir hier auch immer mit der richtigen Wortwahl arbeiten, wenn wir über Phase sprechen, müssen wir noch mal kurz darüber reden, was der Unterschied zwischen Phase und Polarität ist. Wird nämlich ganz gerne zusammen verwendet oder verwechselt. Liegt teilweise auch so ein bisschen an Beschriftungen an verschiedenen Geräten. Gerade im Heimbereich, bei Subwoofern sieht man das schon mal ganz gerne, dass hier zwischen 0 und 180 Grad auf der Rückseite Kippschalter sind bei den Subwoofern, wo man erstmal davon ausgehen könnte, das wird um 180 Grad die Phase verschoben. Das wäre, ja, wie hier schon gezeigt, dass eine 180 Grad Phasenverschiebung eigentlich eine zeitliche Auswirkung hat. In Wirklichkeit ist es aber eine Invertierung der Polarität. Das heißt, das Signal wird nicht zuerst positiv, also im Plusbereich nach vorne geschwungen, sondern negativ, also fängt im Minusbereich an. Das würde zeitlich gesehen zum gleichen Zeitpunkt bei euch am Ohr ankommen, das Signal. Ist halt nur invertiert, also Plus und Minus gedreht. Wenn ihr ein Signal um 180 Grad Phasen verschiebt, dann habt ihr in Abhängigkeit eurer Frequenz ein Delay da drin. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine 1000 Hertz Frequenz nehme mit einer Wellenlänge von 34 Zentimetern und einer Periodendauer von einer Millisekunde, also von der Nulllage, einmal zurück auf 180, dann im Minusbereich und dann wieder auf 0, also einen kompletten Periodendurchlauf, und würde hier jetzt um 180 Grad die gesamte Phase verschieben, dann hätte ich ein Delay von 0,5 Millisekunden. Wenn ich an dieser Stelle aber hingehe und die Polarität tausche, dann ändert das nichts an der Zeit. Das heißt, es würde eine Millisekunde nach wie vor dauern, aber ab dem gleichen Zeitpunkt. So. Deswegen merken an der Stelle, Phaseninvertierung bzw. Polaritätsdrehung hat keine Zeitauswirkung, während eine Phasenverschiebung immer mit einem Delay einhergeht auf der Achse. Jetzt mal von der Theorie zur Praxis. Was macht die Phase und wofür brauche ich das eigentlich beim Einmessen oder wenn ich meine PA konfiguriere? Ihr wollt ja, wie eingangs erwähnt, dass die Phasenverläufe im idealen Zustand bei euch im System eine positive Wirkung auf das System haben, also eine Verstärkung, also eine konstruktive Interferenz. Das wollt ihr zum Beispiel haben, wenn ihr einen Sub und einen Top zusammen addieren wollt, also eine Übergangsfrequenz mit einem Crossover setzt, dann sollten an diesem Übergangspunkt die beiden Systeme in Phase spielen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern zusammen, also eine Verstärkung in dem Bereich haben. Das gleiche gilt, wenn ihr Delay-Lines setzt bei größeren Venues und ihr eure Main-PA habt und eure Delay-Line, dann wollt ihr, dass die Person, die 5 Meter hinter der Delay-Line steht, im Idealfall sowohl die positive Phase, also den positiven Bereich von der Main als auch von der Delay-Line zusammen abbekommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass dort weniger ankommt. Ja, das gleiche gilt bei Infills und bei Frontfills, also das System zusammen in Phase spielt und nicht gegeneinander. Sonst habt ihr den Bereich, dass hier am Ohr, ich sag mal, ein Berg ankommt und vom anderen System ein Tal. Dann habt ihr auch Auslöschung in eurem Gehör oder an eurem Messpunkt. Ja, das ist auch hörbar, wenn man da bestimmte Teile verliert bzw. Auslöschungen stattfinden. Das gleiche gilt besonders, wenn ihr mit verschiedenen Lautsprechern im System arbeitet, also zum Beispiel einen 15 Zoll Top als Main und dann vielleicht noch als Infill einen 10 Zoll Top. Im schlimmsten Fall auch noch von 2 verschiedenen Herstellern, die ganz anders gebaut sind, je nachdem, ob es aktiv oder passiv ist. Dann solltet ihr auch darauf gucken, dass die Lautsprecher miteinander phasengleich matchen und es hier auch nicht zu sogenannten Kampffiltern kommt, also destruktive Interferenzen, weil leichte Verzögerungen oder die eine Membran in dem gleichen Zeitpunkt was anderes macht als die andere und hier keine konstruktive Interferenz stattfindet. Zu guter Letzt natürlich Cardioid und Endfire Arrays. Also da mache ich mir die Phase und die Auslöschung, die konstruktiven und destruktiven Interferenzen zunutze, um dem Bass, der sonst 360 Grad kugelförmig abstrahlt, eine Richtwirkung zu geben. Da machen wir auch nochmal ein eigenes separates Video drüber, wie das geht. Dafür brauchen wir jetzt erstmal die Basics.
Zu guter Letzt hier noch ein kleiner Punkt, wenn ihr Lautsprecher selber baut und jetzt nicht reine mit einer passiven Weiche arbeitet, sondern zum Beispiel Hochtöner und Tiefmitteltöner mit 2 Endstufenkanälen anfahrt, dann braucht ihr an der Stelle ja ähnlich wie beim Sub-Top-Alignment auch eine Übergangsfrequenz und hier wäre das zum Beispiel bei 750 Hertz, wo beides zusammen ja, einen Übergangsbereich bildet. Und hier wollt ihr ja, dass die beide sich addieren, also die 6 dB Addition zustande kommen. Also wenn ihr selber Lautsprecher baut, kommt hier so um Phasenmessungen und Verstehen, wie das funktioniert, nicht herum. Ihr seht hier drunter auch parallel die Magnitude und das Phasendiagramm zusammen zeigen ganz gut auf, dass die Addition hier stattfindet und dass die Phasen auch bei beiden Systemen recht nah beieinander sind. So 100% genau geht das nicht immer. Aber das gucken wir uns mal genau an, vor allem was die Magnitude ist. Das schauen wir uns dann im dritten Teil von dem Video an. So, fassen wir nochmal alles zusammen, was wir hier besprochen haben. Und zwar, es gibt konstruktive und destruktive Interferenzen. Wir wollen größtenteils mit konstruktiven Interferenzen arbeiten, also mit einem Additionsbereich, wodurch wir dann zwischen ja, idealerweise +3 bis +6 dB dazu addieren. In dem Korridor bewegen wir uns und wir wollen vermeiden, dass wir unten im roten Bereich eine komplette Auslöschung unseres Signals haben. So, weiterhin sollten wir uns merken, dass eine Phasenverschiebung immer mit einem Zeitversatz, also einem Delay einhergeht und eine Polarität eine Drehung von Plus-Minus ist. So als ob ihr beim Lautsprecher Minus- und Pluspol am Kabel bzw. an der Endstufe vertauschen würdet. Da die Phase einen Zeitbezug immer hat, schafft es viele Probleme in eurem System. Wenn ihr sie im Griff habt und messen könnt und Anpassungen in eurem System vornehmen könnt, dann löst sie auch viele Probleme. Das heißt, wenn euer System schon mal in Phase spielt, habt ihr schon mal deutlich weniger Probleme. Wenn ihr euch den Phasengraph anguckt, dann einfach merken, alles, was von links nach rechts runterfällt, ist verzögert zu eurer Messposition. Und alles, was von links nach rechts ansteigt, das ist früher an eurer Messposition. Also früher als das, was ihr an diesem Punkt messt, wo ihr euer Mikrofon aufgebaut habt. Alles, was dann von links nach rechts relativ gerade verläuft, dürfte synchron oder ziemlich zeitgleich ankommen. Da gibt es dann ja, wenig Unstimmigkeiten. Also da können dann zum Beispiel von 45 Grad über 48 Grad alle sehr nah beieinander sein. So, weiterhin müssen wir uns merken, dass je mehr Steigung ich im System drin habe oder mehr Gefälle, umso früher oder umso später ist das Ganze bei mir. Und was wir abschließend noch sagen müssen, nur weil ein System in Phase arbeitet, heißt das Ganze noch nicht, dass es zeitrichtig ist. Warum sage ich das? Weil wir reden ja hier über periodische Schwingungen und ich kann an einer Stelle ein System in Phase kriegen. Das heißt aber nicht, dass diese vom Zeitpunkt her zum gleichen Zeitpunkt auch ankommen. Also dass diese zeitrichtig spielen. Das muss man immer berücksichtigen. Deswegen gibt es in den Messsoftware immer noch eine Delay-Messung, die man mit da reinnehmen kann, über den Impulse-Response. Und das muss man an der Stelle auch noch berücksichtigen, dass nur weil es auf dem Diagramm gut aussieht, dass ich da 2 Systeme in Phase gebracht habe, dass es da trotzdem immer noch ein Delay drin sein kann. So. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat, ein bisschen besser mit der Phase klarzukommen, um das lesen und verstehen zu können, also die Interpretation der ganzen Sache, was das in der Praxis dann für Auswirkungen hat und wie wir das in der Software lesen. Mit ein paar Praxisbeispielen, das machen wir dann in Teil 5, im Praxisteil. Wenn es euch geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in Teil 3 wieder, wenn es darum geht, was für eine Hardware brauche ich eigentlich, wenn ich mein System messen möchte. Bis dann, euer Andi vom PA Hub.